Herzlich willkommen zum heutigen Change Talk. Diesmal darf ich ganz herzlich willkommen heißen Gabi und Ute Schilling von Schilling Engineering in, den Ort habe ich mir jetzt leider nicht merken können, aber die beiden werden uns gleich erzählen, wo sie zu Hause sind. Liebe Gabi, liebe Ute, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Eure Firma liegt im Schwarzwald, im südlichen Zipfel des Schwarzwalds an der Grenze zur Schweiz, in der Nähe von Schaffhausen. Und wie man unschwer erkennen kann, seid ihr beide Zwillinge. Gabi sitzt, jetzt pass auf, dass ich nichts Falsches sage. Gabi sitzt rechts und Ute sitzt links. Wer von euch ist denn eigentlich die Ältere? Die Ute. Du. Um 5 Minuten. Wahnsinn. Und ihr zwei seid jetzt seit 2 Jahren in der Geschäftsführung des Unternehmens eures Vaters. Kommt es eigentlich im Unternehmen ab und zu mal vor, dass man euch jetzt verwechselt? Tatsächlich ja. Ja. Gerade am Flur, wo nicht der spezifische Arbeitsplatz quasi die Kontaktperson ist, wo man ihn 100%ig zuordnen kann, passiert. Am Telefon passiert es auch teilweise. Kein Problem. Wir sind es gewohnt vom Alltag her. Wir verbinden einfach. Was macht denn eure Firma? Ihr seid Spezialisten in der Reinraumtechnik. Und zwar stellen wir Räume her, spezialisiert auf Raum-in-Raum-Systeme, um hier saubere und reine Luft über Prozesse, über Produkte zu fördern, damit die Qualität gesteigert werden kann. Okay, und wer interessiert sich für die Reinräume? Wer braucht die? Ganz unterschiedliche Branchen, ist von der Medizintechnik, Pharma bis hin zu Lebensmitteltechnologie, Zytostatika, Verarbeitung, Automobiltechnik, Beschichtung, Elektroindustrie, Halbleiter, also eine sehr große Vielzahl. Und wir sind auch von den Kundenprojekten immer wieder überrascht, was es da so gibt. Also von einem Einsatz auf einem Erdbeerfeld bis hin zu, ich bohre in die Tiefe nach Gasen und Ölen. Da ist es so abwechslungsreich und so spannend von den Projekten her, dass wir auch immer mit dazu lernen, wo man das alles anwenden kann. Ihr seid jetzt seit 2 Jahren in der Geschäftsleitung und für die Beschäftigten, ihr habt ungefähr 60, 70 Beschäftigte, oder? Ja, genau, 67. Jetzt deutet sich also für die Belegschaft an, 2 der 3 Töchter werden es übernehmen. Ist es jetzt etwas, was die Belegschaft in freudige Erwartung versetzt oder gibt es da Unruhe oder Neugierde? Oder wie würdet ihr das denn beschreiben? In der Regel eher Freude überwiegt. Vor allen Dingen, dass es weitergeführt wird, dass die Arbeitsplätze gesichert werden. Das war ein Punkt, natürlich dann auch, um sich zu entscheiden, will ich die Verantwortung für die ganzen Mitarbeiter übernehmen und deren Familien die Arbeitsplätze, die damit dranhängen. Und zusätzlich kam hinzu, dass das Unternehmen stetig gewachsen ist. In den letzten Jahren hatten wir durchschnittlich pro Jahr 10-15% Wachstum, wo wir auch irgendwann an einem Punkt standen, dass nach dem Unternehmensumzug nach Wutöschingen der Platz zu klein war. Und sich unser Vater dann natürlich auch gefragt hat, baut er jetzt nochmal einen Neubau daneben oder nicht? Und nachdem wir ihm gesagt hatten, ja, wir steigen ein, war er sich dann erst sicher, gut, er stellt den Neubau hin. Wann war das denn jetzt, der Neubau? Also den Neubau, der war 2016, war dann natürlich auch damit verbunden, dass zum Beispiel, wenn wir eben auf das Thema Change schon kommen, da Aufgaben sich verändert haben, beziehungsweise auch allein die Örtlichkeiten sich verändert haben. Die ganzen Kommunikationswege waren dann nicht mehr so, dass es über den Flur, damals waren es nur 2 Etagen, man saß viel näher beieinander, man gehört hat, was passiert ist, wie der aktuelle Stand von Themen sind. Man war viel näher auch am Chef dran, keine Frage. Und dann zieht man in einen Neubau um, der dann plötzlich alle Mitarbeiter sehr verstreut über 3 Etagen, wo die Kommunikationswege natürlich ganz anders laufen müssen. Habt ihr das dann, da wart ihr ja noch nicht ganz in der Geschäftsleitung zu dem Zeitpunkt, ne? 2016.
Habt ihr das dann so mitgekriegt, diese Veränderung, die du gerade so schön beschrieben hast, die ja auch typisch ist für Unternehmen, die wachsen, wie ihr das dann auch gelöst oder wie euer Vater als Geschäftsführer das sozusagen gelöst hat mit neuen Meetingstrukturen, mit Kommunikationswegen, mit was weiß ich? Wir haben quasi diese Veränderung mitbekommen, dass diese Strukturen noch nicht ausgeprägt waren und die Mitarbeiter sich so ein bisschen entfernt gefühlt haben, vor allen Dingen durch die räumlichen Distanzen und die Büros dann am Anfang natürlich auch zur Hälfte gar nicht besetzt waren, weil es ja auch auf Wachstum ausgelegt war, aber da niemand saß. Oder komplette Büros leer waren. Okay. Heute sind sie voll. Heute sind sie voll, sehr schön. Wie habt ihr das gelöst, dass dieser familiäre Charakter nicht verloren geht, dass man nicht in die Anonymität hineingleitet und sich damit irgendwie weniger identifiziert? Es ist mehr über E-Mail gelaufen oder Telefonate. Also es gibt Tage, da sieht man Mitarbeiter den ganzen Tag nicht, obwohl sie da sind. Das ist schon zu spüren und zu merken. Was schön war vor der Pandemiezeit, dass das Ritual beibehalten worden ist, dass es Einstände gibt oder dass zu den Jubiläen und zu Geburtstagen alle zusammenkommen und dann das Essen genießen von dem Geburtstagskind oder dem Jubilar. Gemeinhin sagt man so, für so eine Nachfolgeregelung gibt es so 4 Phasen. Man sagt, es dauert ungefähr 5 Jahre, wenn es super vorbereitet ist in 4 Phasen. In der ersten Phase macht man das Unternehmen hübsch, schaut, dass es gut und auf festem Boden steht. Das ist ja auch schon beschrieben, dass das erfolgreich geklappt hat. Letzte herausragende Maßnahme war dann offensichtlich der Neubau 2016, die Erweiterung. Es kamen neue Leute dazu. Die zweite Phase ist dann die Qualifizierung der des Nachfolgers in eurem Fall, also euer Studium, das ist ja auch schon erfolgreich absolviert. Dann kommt die dritte Phase, sozusagen diese klassische Übergangsphase. Die kann auch mehrere Jahre dauern, wo man zwischen dem Gründer, dem Inhaber und dem Nachfolger oder dem Nachfolger, der Nachfolgerin so ein paar Spielregeln definiert. Was macht man? Wer hat welche Rolle in dieser Übergangszeit, in diesen Jahren? Wer übernimmt welche Verantwortung? Und dann zum Schluss, also als letzter Punkt, die vierte Phase ist dann die Übergabe selber. Ich nehme an, so wie ich euch jetzt gehört habe, seid ihr in der Übergangsphase. Ja, wir sind mitten in der Übergangsphase. Also als wir eingestiegen sind, da war es uns auch wichtig, dass wir nicht schon in Leitungsfunktionen kommen, sondern wir haben quasi angefangen, wie jeder andere Mitarbeiter auch. Ich habe in der Technik angefangen als Projektleiter und Konstrukteur und habe dort dann die Projekte betreut, selber konstruiert. Das habe ich 2 Jahre lang gemacht und bin dann erst in die Teamleitung mit reingegangen. Genau, ich habe im strategischen Einkauf angefangen gehabt, war dann auch in der Personalvertretung operativ tätig, habe dann übergangsweise die Einkaufsleitung gemacht, auch den Einkauf mit neu aufgebaut, umstrukturiert und bin dann wieder zu meinen eigentlichen Controlling-Aufgaben zurückgegangen, von den Aufgaben, die ich von meinem Vater auch ursprünglich, als ich gekommen bin, etwas abgenommen hatte, habe da auch die IT unter meine Fittiche genommen gehabt. Und mitten in dieser mittleren Phase, wir schieben momentan Aufgaben her, je nach Last, je nachdem, was auch anfällt, welche Herausforderungen auf uns zukommen, sei es personell, sei es pandemiebedingt. Und sind hier aber froh, dass wir noch so eng und verknüpft sind in der Geschäftsleitung, dass wir uns auch die Verantwortung teilen können, uns beraten können, um dann Entscheidungen, die weittragend sind, auch gemeinschaftlich zu treffen. Gabi, du hast angedeutet, du hast den Einkauf mit aufgebaut und die IT übernommen und dann habt ihr ein Großprojekt in der IT gehabt. Das klingt so nach, da mussten ein paar Dinge
gewandelt werden oder da haben sich ein paar Dinge gewandelt. Klingt nach Veränderungsprojekten. Also manche Änderungen kann man natürlich selber anstoßen und sind gewollt. Andere Veränderungen, da steht man einfach vor veränderten Tatsachen und muss dann mit diesen Veränderungen umgehen, was wir im Einkauf leider erlebt haben. Und da ging es dann darum, den Einkauf tatsächlich neu aufzubauen und umzustrukturieren. Die IT geht ja mutmaßlich durchs ganze Unternehmen. Also ihr müsst ja CAD-mäßig entwerfen, Reihenräume, dann produziert ihr sie ja auch. Also dann habt ihr entsprechende Maschinen, die programmiert werden auf der Basis der Entwürfe etc. Also IT durchdringt ja alles, nicht nur den Einkauf, über den wir jetzt gerade gesprochen haben, sondern das ganze Unternehmen. Ist das ein großer Veränderungsprozess? Also es war tatsächlich ein großer Umbruch. Wir hatten vorher schon ein ERP-System. Wir sind auch beim gleichen Hersteller geblieben, haben da aber ein großes veränderndes Upgrade gemacht. Und das hat Funktionalitäten verändert, hat Prozesse verändert, hat aber da in der Tiefe der Funktionalität von dem ERP-System in alle Bereiche eine sehr tiefe Vernetzung. Das bedeutet, wir haben da drin von den klassischen kaufmännischen Bereichen mit Einkauf, Verkauf, alle unsere Produkte drinnen, wo wir auch in der Fertigung Stücklisten schreiben können, wo wir die Fertigungsunterlagen rausbekommen, die Rückmeldungen, Zeitrückmeldungen. Wir haben unsere Personalerfassung da drinnen und versuchen, das System sehr, sehr tief vernetzt im Unternehmen dann auch einzusetzen, da immer tiefer einzugreifen, sodass wir im letzten Jahr dann auch die Rückverfolgung von dem Customer Service von unseren Anlagen und den Wartungen da reingebracht haben. Klingt, wenn man es aus der Ferne und aus der Distanz betrachtet, auch so, als würden die Beschäftigten da eine entsprechende Erleichterung erfahren, wenn das System mal akzeptiert, angenommen und funktioniert. Absolut deutlich. Also, weil auch mit dem ERP ein Dokumentenmanagementsystem dazu kam, sodass ich jetzt per Knopfdruck eigentlich digital meine Dokumente immer sofort verfügbar habe, anstatt ich zum Aktenschrank laufen muss und mir die Akte mühsam vom Kunden oder vom Lieferant oder wem auch immer suchen muss. Wird sehr gut angenommen, merkt man an der Anzahl der Dokumente, die hochgeladen wird. Habt ihr schon irgendeine Rückmeldung von der Belegschaft auf solche Veränderungen? Also es kommt aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Das eine ist natürlich, schnell Informationen zu finden, freut viele Mitarbeiter, gerade in dem ERP- und Dokumentenmanagementsystem. Auf der anderen Seite haben wir es auch durch die Digitalisierung geschafft, unsere Mitarbeiter, die viel extern sind, wie zum Beispiel unsere Monteure, sehr gut vernetzt auch anzubinden. Denen haben wir die Möglichkeit, Daten auf ihr Handy zu spielen, Dokumente, Neuigkeiten auch oder sei es Anweisungen oder gerade Corona-Verhaltensmaßnahmen zum Beispiel. Was man hier noch deutlich hervorheben muss, ist, dass es gigantisch ist, wie die Mitarbeiter gerade draußen das mitgetragen haben, weil sie sich diese Einarbeitung fast selbstständig erarbeitet haben. Die hatten nur diese Anweisungen übers Handy und in den Gruppen, in denen sie unterwegs waren. Dadurch, dass sie auf der Baustelle sind, waren sie wenig im Haus, sodass es intern gezeigt werden konnte und die Einführung und der Ablauf hat reibungslos funktioniert. Welche Erfahrungen habt ihr dann da gemacht in dieser Corona-Krise? Also wir haben gerade am Anfang, als es losgegangen ist, letztes Jahr im März, tatsächlich sehr schnell Maßnahmen ergriffen, die Firma komplett zu trennen. Wir hatten dann ein 2-Schicht-System, wo wir die Mitarbeiter im Büro beziehungsweise in der Fertigung auch getrennt haben, wochenweise, was sehr anstrengend für alle war, weil die Kommunikation sehr gelitten hat. Die Übergaben haben natürlich deutlich länger gedauert und dahin wollte niemand mehr zurück, als jetzt der zweite Lockdown kam. Und wir haben es jetzt eigentlich durch interne Maßnahmen so gestaltet, dass wir also wir hatten permanent auch Maskenpflicht in der Firma, dass wir durch die Ausstattung von FFP2-Masken und die räumliche Trennung von den Mitarbeitern, dass wir maximal 2 bis 3 Mitarbeiter in einem Raum haben, sonstige Meetings im Haus mit einer Meeting-Software machen,
dass wir da zwar alle voll ausgestattet IT-technisch mit unseren 2 Bildschirmtelefonen auch sehr gut wieder arbeitsfähig und vor allen Dingen sehr produktiv arbeitsfähig sind, wir dann froh sind, dass wir das auch anbieten konnten. Habt ihr denn einen Vorteil als Reinraumspezialisten in so einer Krise, wo es um Verbreitung über Aerosole, also Verbreitung von Viren über Aerosole geht? Konntet ihr da, was weiß ich, voranspringen und sagen, wir haben unsere Büroräume schon mal mit, natürlich nicht in Reinraumqualität, aber mit entsprechenden Luftfiltern oder sonst irgendwas Anlagen versehen können? Ja, das haben wir gemacht. Sehr cool. Und zwar haben wir die Luftfiltertechnik genutzt, wussten ja genau, was unsere Filter abscheiden und auch welche Größen sie abscheiden, dass mit den ULPA 15 Filtern, die wir einsetzen, auch die Viren herausgefiltert werden können, die Corona anhängen oder beziehungsweise den Aerosoltröpfchen, haben dann Versuche gestartet in der örtlichen Schule. Mit den Tests innerhalb der Schule konnten wir nachweisen, mit den Partikelzellern, die wir dort installiert hatten, dass sich die Luft um das 10-fache verbessert hat. Und unsere Besprechungsräume, in denen wir uns mit 3 bis 4 Mitarbeitern treffen, haben auch jeweils einen Lüftungsfilter, unseren Windfried. Und das hat uns dann genau auch auf unser neues Produkt gebracht, wo wir dann auch erst vermarktet haben, wo wir dann über verschiedene Kanäle unseren Windfried anbieten, aber auch eben die örtlichen Schulen damit ausgestattet haben, ihre Klassenzimmer. Ja, toll. Also in jedem Klassenzimmer ist jetzt ein Windfried und sorgt für frische Luft. So ist es. Für reine Luft. Liebe Gabi, liebe Ute, gestern war Equal Pay Day und davor, einen Tag davor, war Weltfrauentag. Ihr 2 seid jetzt diejenigen, die bei eurer Firma Schilling Engineering künftig an der Spitze stehen werden. Wenn der liebe Papa mal sagt, er übergibt euch jetzt endgültig das Ruder sozusagen. Welche Rolle spielt denn für euch die Frage der Geschlechterausgeglichenheit in der Belegschaft, die ja so in der Politik immer gern diskutiert wird? Ist es euch wichtig, möglichst viele Frauen im Unternehmen zu haben? Ist es euch wichtig, möglichst gut qualifizierte Mitarbeiter zu haben? Wo liegen da möglicherweise Prioritäten? Kann man das eine gegen das andere überhaupt aufwiegen? Oder ist es schön, wenn es beides ineinander gehen würde? Wie ist da euer Standpunkt? Also in Zeiten von Fachkräftemangel liegt bei uns klar der Fokus auf der Qualität der Bewerber, aus den Hintergründen, die die mitbringen, aus den Erfahrungen. Da geht es uns tatsächlich rein um die Stelle und ob die Anforderungen mit der Qualifikation dann besetzt werden können. An der Schweizer Grenze sind natürlich Jobs in der Schweiz sehr lukrativ von den Löhnen her. Das Gefälle merken wir schon sehr stark. Wir haben hier auch an der Grenzregion ein bisschen höheres Lohnniveau aus diesem Grunde. Und generell ist es so, dass wir im ländlichen Bereich auch nicht die Anzahl an Bewerbungen haben, die jetzt in den Städten zu erwarten sind. Mhm. Sodass eigentlich die Herausforderung besteht, jemanden passenden für die Stelle zu finden, der auch vom Teamcharakter mit reinpasst. Habt ihr im Moment überhaupt offene Stellen? Ja, wir haben offene Stellen. Na, also, warum soll ich dann zu euch kommen und nicht in die Schweiz? Ja, weil wir spannende Aufgaben bieten. Also, wie schon vorher angesprochen, ist die Reinraumtechnik in sehr, sehr vielen Branchen tätig. Und da lernt man immer wieder spannende neue Projekte und Anwendungen auch kennen. Wir sind trotz unseres Wachstums ein Familienunternehmen und daher sehr familiär unterwegs. Mit sehr schnellen, kurzen Entscheidungswegen, was die Arbeit erleichtert, weil wenn eine Entscheidung getroffen ist, kann man danach weitermachen. Also wir bieten Betriebsrente an. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir die Mitarbeiter am Erfolg beteiligen wollen. Das heißt, wir schauen am Ende vom Jahr, was an Gewinn übrig geblieben ist und schütten dann 1/3 an die Mitarbeiter aus. Ja, dann wünsche ich euch ganz viel Erfolg weiterhin. Bedanke mich für dieses sehr informative Gespräch mit euch hier bei uns im Change Talk und toi, 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 dass ihr euren Weg weitergeht und dass das Familienunternehmen weiterhin so schön erfolgreich bleibt. Ganz lieben Dank für alles.
Danke auch, hat uns sehr gefreut. Dankeschön.